Du möchtest Online-Kurse verkaufen und suchst nun, wie du diese Kurse am besten vermarkten sollst, also an Kunden bringst. Kein Problem, das schauen wir uns heute in diesem Video an und ich habe dir 5 Tipps mitgebracht, wie du am besten Kunden für Online-Kurse generieren kannst. Bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Du möchtest ein erfolgreiches Online-Business aufbauen mit Online-Kursen, die verkauft werden wie warme Semmeln. Nun bist du dir aber unsicher, wie du potenzielle Kunden für diese Online-Kurse ansprechen sollst, richtig? Kein Problem, mit diesen 5 Tipps im Video kannst du Kunden nachher ganz einfach ansprechen. Und hier sind wir schon bei Punkt Nummer 1, die richtige Anrede. Nun möchtest du gerade loslegen und dann hapert schon bei den ersten Worten. Welches ist die richtige Ansprache? Sind wir beim Du oder sind wir doch bei Herr Müller? Ich hätte da mal einen Online-Kurs. Was ist deine Zielgruppe? Das ist hier wieder die Frage. Wenn du zum Beispiel auf TikTok unterwegs bist, dann ist auf jeden Fall das Du richtig. Wenn du eher im LinkedIn-Bereich unterwegs bist, dann schau doch mal, ob deine Zielgruppe eher gehobener ist und immer noch auf das Sie besteht. Vielleicht kannst du auch erstmal so eine Art Post machen, um anzusprechen, wäre dir die Ansprache Sie oder Du lieber. Im Online-Business hat sich deutlich das Du gezeigt, um diese persönliche Ansprache mitzugeben, und ich kann mir das nicht anders vorstellen, als meine Kunden mit Du anzureden. Aber es kommt eben auf deine Zielgruppe an und wen du gerade vor dir als Kunden siehst. Auch mit dir hat das natürlich was zu tun. Möchtest du lieber mit deinem Doktortitel oder Professortitel genannt werden, dann bleib beim Sie und dann bist du da natürlich richtig. Im englischsprachigen Markt hätten wir das Thema nicht, da bleibst du beim You. Punkt Nummer 2, Nutzen zeigen, nicht Fakten. Was ist der Nutzen, also die Lösung deines Kurses? Sicherlich sind auch deine Fakten wichtig für den Kurs, denn wie läuft der Kurs ab? Was bekomme ich mit dem Kurs? Auch das spielt eine Rolle. Aber noch viel wichtiger ist es, ob ich mit den 100 Arbeitsblättern und 20 Videos wirklich meine Lösung bekomme. Bin ich danach in der Lage, Yoga selbstständig zu trainieren? Bin ich danach in der Lage, irgendwie 10 Kilo abzunehmen? Oder was auch immer der Grund für deinen Kurs ist. Du kannst auf der Landingpage jeden Baustein so füllen, dass du sagst, mit jedem Baustein bekommst du eine Lösung. Schreib jetzt mal 4 Lösungen auf, die du mit deinem Online-Kurs gelöst bekommst. Also ich lerne meinen Rumpf zu stabilisieren mit diesem Yoga-Kurs. Ich lerne irgendwie mich zu dehnen und zu stretchen. Ich werde abnehmen, ich werde fitter, ich werde meine Gesundheit anregen, Deine Lösung, dein Nutzen von deinem Kurs ist dein 1A-Verkaufsargument. Was ist wirklich mit diesem Kurs möglich? Mit diesem Kurs habe ich mein Leben verändert. Okay, wie konkret hat sich dein Leben danach verändert? Frag deine Beta-Tester des Kurses um Rat. Ne, wo standen sie vorher? Was ist nach 4 Wochen passiert? Was ist am Schluss passiert? Das sind die besten Feedbacks, die du dir holen kannst von einer Reihe von Beta-Testern, die den Kurs vielleicht günstiger oder umsonst bekommen, dafür aber ein detailliertes Feedback machen, was nicht nur Blabla ist, sondern den Nutzen aufzeigt deines Kurses. Ganz wichtig, damit nachher dieser Kurs weggeht wie warme Semmeln. So viel drin für das Geld. Das sind tolle Feedbacks für einen Minikurs, weil man dann so dieses erste Gefühl hat, wow, ich habe schon so richtig viel erreicht. Also ganz viel Nutzen für das Geld ist, glaube ich, eins der besten und stärksten Feedbacks. Und dann natürlich, was sich verändert hat. Also wenn ich genau dieses Problem habe, ich habe dadurch meine Migräne in den Griff gekriegt, ich habe, meine Hormone in den Griff gekriegt mit deinem Hormon-Yoga-Kurs. Ne? Mach es ganz detailliert, was der Nutzen ist. Das Ganze sollte natürlich authentisch sein und nicht irgendwie total abgespaced klingen. Auch in deinem 1:1 Coaching-Angebot sollte natürlich immer wieder der Nutzen von diesen 3 Monaten oder 6 Monaten mit dir im Vordergrund stehen. Das gilt für alle Coaching-Angebote, alle Online-Kurse und alles, was du im Internet verkaufst. Hier kannst du auch das zeitliche Ergebnis eine Rolle spielen lassen, also in 4 Wochen zu, mehr Halt im Körper, mehr Core finden, was weiß ich, wie das dann heißt im Sport. Also dein Nutzen in 4 Wochen, dein Nutzen in 3 Monaten. Erkläre das ganz, ganz genau und schon werden die Leute deine Kurse sehr gerne kaufen wollen. 3. Punkt, bleibe verständlich.
Dein Hardcore-Fachwissen solltest du erklären, denn man sollte nicht erst das Studium, das du absolviertest, für diesen Online-Kurs brauchen, sondern man sollte wirklich, okay, ich möchte in 4 Wochen meinen Stoffwechsel anregen, ich möchte in 4 Wochen meine Bauchmuskeln trainieren. Gib uns doch bitte die Sprache, die wir verstehen. Erkläre Fachwörter, wenn du sie nutzt, oder schreib sie um auf verständliche Worte, die jeder versteht. Also in 4 Wochen zum Waschbrettbauch verstehe ich. Also bitte kein Fachlexikon auspacken und damit deine Verkaufsseite füllen, sondern verständlich bleiben, auf dem Punkt bleiben und ganz viel Nutzen rüberbringen. Punkt Nummer 4. Es gibt so viel Online-Kurse und so viel Coaching wie Sand am Meer. Nun kommst du mit deiner Story und mit deiner Expertise. Storytelling. Erzähle eine Geschichte. Was hat dein Yogakurs, was andere nicht haben? Warum hast du mit deiner Handstand-Challenge nicht nur dein Leben, sondern anderer Leben verändert? Warum hat sich dadurch eine Tür für dich geöffnet? Fessle uns mit deiner Geschichte, warum du jeden Tag einen Handstand machst für 5 Minuten, was seitdem alles in deinem Körper passiert ist. Erzähl uns deine Fortschritte und die deiner Kunden. Erzähl diese Geschichten aus dem Leben und was sich dadurch verändert hat. Schon wirst du viel besser verkaufen mit deiner Landingpage, wenn du solche Stories einbaust. Entweder von dir oder deinen Kunden. Und du wirst in deine Kurse eine Magie zaubern, die nur du kannst. Wie ich es geschafft habe, als alleinerziehende Mama mit nur 25 Stunden ein 6-stelliges Online-Business aufzubauen. Wie schaffe ich das? Wie habe ich das hingekriegt? Nämlich mit Eingebung, mit Ideen für Online-Kurse und dann natürlich mit der Umsetzung der Online-Kurse und mit der Vermarktung. Und deswegen bist du ja auch hier, um etwas von mir zu lernen und um etwas besser zu machen, als es bei dir gerade läuft. Gerne nehme ich dich mit auf die Reise zum Leuchtturm im Online-Business. Und hier ist es wichtig, dass du deine Geschichte erzählst. In Posts, in Reels und natürlich auf deiner Verkaufsseite, ganz wichtig. Punkt Nummer 5, hier sind wir auch schon beim authentischen dich zeigen. Und in Reels, in TikTok kannst du das am einfachsten machen. Mit dem Hochformat-Video bist du so nah an den Kunden. Du zeigst dich, du kannst während der Mittagspause mal eben einen lustigen Clip zu deinem Fachwissen machen oder zu den Feedbacks zu deinem Online-Kurs. Nimm's doch mal leicht, nimm's humorvoll, zeig dich über Videos. Das ist der größte Verkaufsgrund, den du machen kannst. Immer wieder ein Touchpoint über lustige Reels, über eine coole Dramaturgie in deinen Videos. Mehr erfährst du natürlich gerne bei mir. Sprich deine Kunden an, zeig dich, sei immer wieder präsent. Und mit einmal posten bei Facebook pro Woche wird das wahrscheinlich nichts werden. Denn der Algorithmus lernt und wenn du nur einmal präsent bist, dann bist du halt nur einmal präsent für 1 oder 2 Leute. Wenn du aber mehrmals interagierst, wenn du Interaktionen hervorrufst, wenn unter deinen Posts etwas passiert, du zusätzlich auch noch Werbekampagnen schaltest und überall in Gruppen mitmachst und Messenger-Nachrichten schickst und so, dann punktet der Algorithmus und zählt für dich immer wieder Pluspunkte auf. Und so macht Social Media auch wieder für dich Spaß. Mit einem Post pro Woche schwierig, mit ein bisschen Spaß, mit viel Interaktion, mit Instagram, Facebook, TikTok und so weiter, YouTube, kannst du auf jeden Fall es schaffen, sichtbar zu werden. Ich würde erstmal mit einer Plattform anfangen und dann dich weiter hochschrauben. Fazit also, wenn du Kunden gewinnen möchtest, dann fang an, dich ganz authentisch zu zeigen, deine Story zu erzählen. Hab Emotionen über dein Herzensbusiness parat. Und wenn du mehr erfahren möchtest, dann hol dir mein Buch Zack Kunden, in der ich dir noch viel mehr verrate, wie du Online-Kurse oder Online-Produkte an deine potenziellen Kunden bringst und natürlich begeisterte Superfans gewinnst, denn das ist die Magie für langfristiges Online-Business, authentisches Online-Business, was auch noch in 10 Jahren weiter funktionieren wird. Denn hier solltest du wirklich aufpassen, dass du langfristige Kundenbindung erzeugst, die nachher wie ein Sog passiert, wie eine Magie passiert. Und deswegen bist du hier und ich freue mich gerne, dir mehr mitzugeben. Abonniere den Kanal und komm auf meiner Seite vorbei. Melde dich zum Gespräch an. Alles Liebe, deine Jyotima. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.